Das Handy ist abgeklebt. Wir sind in einem Studio in der Nähe von München und ich sage euch eines, heute ist es wichtig und zwar sehr. Denn ich stehe jetzt vor nichts Geringerem als der Zukunft von Audi. Und nicht nur irgendeine Zukunft, sondern gleich die Zukunft in ihrer schönsten und wichtigsten Form. Und ich höre alle Audi-Jubelschreie, denn euer Wunsch wurde erhört. Audi geht zurück zu den Basics, zu der Kernessenz der Marke, aber überspringt eigentlich eine Designgeneration und liefert, was ich als eines der schönsten Concept Cars des ganzen Jahres empfinde. Das ist kein Audi R8 Nachfolger, das ist kein Audi TT Nachfolger, aber dieses Audi Sportkonzept trägt die Gene von allen ikonischen Audis der Vergangenheit. Von vorne bis ans Heck, egal wo man hinsieht, sieht man fast schon Architektur. Und obwohl dieses Concept Car schon als Coupé richtig gut aussieht, es wird noch besser, denn dieser Audi hier ist ein Targa. Und was wir hier sehen, sieht nicht nur unglaublich gut aus, ich sage es ist, das Auto kommt. Nicht exakt 1:1 so, denn natürlich Fußgängerschutz, Spaltmasse, was auch immer, gilt es zu beachten. Aber der PR-Chef von Audi hat es mir versprochen, Audi bringt 2027 dieses Auto als Targa, als elektrischer Targa auf die Straße. Und ich sehe das, ich freue mich ehrlich, weil, ich sage es euch ehrlich, aktuelle Audis sind nicht jedermanns Fall. Aber das ändert sich, denn wie wir im gesamten Auto außen, aber auch innen sehen, haben wir endlich wieder das, worauf Audi stolz sein kann. Wenig Verschnörkeltheit, aber klare Linien und, wie ich vorher gesagt habe, endlich wieder die Quintessenz einer Marke mit fast schon unvergleichlicher Historie. Und das bringt uns zu einem weiteren Highlight dieses Audi-Konzepts. Denn der Innenraum ist wieder so, wie man es sich von einem richtigen Flaggschiff Audi erhofft. Kein eckiges Lenkrad mehr, nein, wir gehen zurück zur besten Form. Es wird rund, ein typischer, historischer, runder Audi Airbag. Und ihr kennt meine Videos, es gibt wenig, was sich mehr aufregt als Touch-Lenkradtasten. Was haben wir da jetzt? Ehrliche, manuell bedienbare Drehregler. Es ist einfach fast schon zu gut, um wahr zu sein. Wirklich. Aber es geht weiter. Inspiriert von Sportquattros der 80er Jahre haben wir hier ein recht cleanes Cockpit. Aber natürlich, wir leben in 2025. Es geht nichts ohne ein Display. Und wenn es so integriert ist, beschwere ich mich auch nicht. Wirklich toll, wirklich schön gelöst. Forged Carbon hier als nahezu Ablagerfläche. Scheitec, also so halbtransparente Bedienmöglichkeiten für Klimasteuerung etc. hier in dieser Leiste. Und ja, einfach clevere, simple Bedienelemente. Ich sage es ein drittes Mal, weniger ist mehr, ich sage es immer. Und Audi sieht das mit dem neuen, jungen Designteam genauso wie ich. Und ich habe vorher schon gesagt, das Auto wird so produziert werden. Yes, auch als Targa und natürlich elektrisch. Hier haben wir Hinterradantrieb und das Auto fährt. Nicht mit mir, aber es kann fahren, denn alle Bodypanels sind bereits aus Aluminium. Und das mag vielleicht nicht besonders klingen, aber ist in der Sprache der Concept Cars schon ein echter Dealbreaker. Denn jetzt wissen die Audi-Produzenten schon mal und die Fabriksarbeiter, was auf sie zukommt. Und Stichwort Materialien, da haben sich die Ingenieure und die Designer wirklich was einfallen lassen. Ja, das Auto muss noch homologiert werden, logischerweise, aber es wurde mir x-mal versichert, die Designsprache, die Lichter, es kommt alles so, wie
gezeichnet. Hier haben wir Edelstahl oder Aluminium. Ob das kommt, ist fraglich, aber ihr merkt es. Ihr merkt die Kernaussage des Ganzen und das ist einfach geil. Ein weiteres Highlight, wenn wir schon da von schräg vorne drauf schauen, ist die Taillierung, sind die Proportionen. Der Head Designer im Exterieur hat mir gerade eben bestätigt, was macht einen sportlichen Audi aus. Ein Audi ist und war immer ein sogenanntes Schulterauto. Das heißt, hier kann man fast ein Bierglas abstellen. Es gibt breite, muskulöse Proportionen und genau das macht das ganze Auto zwar elegant, aber dennoch strotzt dieses, ich nenne es jetzt mal Audi R8/TT Konzept, es strotzt vor Kraft. Und was soll ich sagen? Ich setze mich rein. Hinterm Steuer macht das Ganze fast schon einen noch besseren Eindruck. Ja, ich sage es jetzt zum 15. Mal, ich bin ziemlich groß, aber das Auto ist auch ein Concept Car und ist nicht unbedingt zum Fahren gedacht. Das wird noch besser, habe ich mal sagen lassen. Aber es ist alles genau dort, wo man es erwartet. Wie ich vorher schon kurz gesagt habe, es gibt tolle und eben, das meine ich mit Materialien, die so gut gelungen sind, kühle Bedienelemente. Alles ist hier aus Titan oder Aluminium. Extremst hochwertig und einfach, jetzt ein bisschen zu philosophisch fast formuliert, aber es fühlt sich an wie so ein bisschen Heimkommen. Heimkommen in eine goldene Ära von Audi. Ich habe vorhin bei der Präsentation gesagt, das Auto sieht aus wie das nächste Ironman-Auto und das beschreibt es auch ziemlich gut. Die goldene Ära, die 2010er Jahre, aber halt übersetzt in das, was in den nächsten Jahrzehnten auf uns zukommt. Wirklich schön gelöst, gut gelungen, mit sehr großem Respekt an die wirklich tolle Heritage von Audi. Wenn wir noch mal kurz aufs Lenkrad eingehen, natürlich hier, wie man es gewohnt ist, Blinkerhebel, hier Gangwarnhebel. Links geht es um die Lichtsteuerung, da der typische Audi Drive Select. Und hier ist Audi einfach sehr stolz auf diesen Audi-Klick. Ich habe auch nicht gewusst, dass ein Audi-Klick ist, aber jetzt verstehe ich es. Dieses tolle, subtile Feedback, das einfach unmissverständlich bestätigt, wenn man eine Funktion bedient oder halt eben nicht. Ja, ich würde sagen, die Vorzeichen stehen äußerst gut und ich kann es kaum erwarten, wenn das Auto in der Straßenversion endlich zu uns kommt. Meiner Meinung nach lag das Problem bei Audi in den letzten Jahren daran, dass es zu oft darum gegangen ist, dass man Audi R8 und Audi TT einstellt und zu oft darum gegangen ist, ein neues Hybrid-Crossover-SUV zu präsentieren. Und genau da liegt der Fehler, wie ich finde. Denn eine Marke wie Audi lebt von Flaggschiff-Modellen, die lebt von Produkten, die man sich eigentlich nicht leisten kann, aber Produkten, von denen man träumt. Und zu träumen gab es bei Audi in den letzten Jahren vermutlich eher wenig, aber ich glaube, genau mit diesem Auto kommt das zurück, was dieses Feuer bei Audi-Kunden oder auch bei Fans wieder auslöst. Das Auto hat das Potenzial, auf einem Poster in einem Kinderzimmer zu hängen. Und genau das ist der Missing Link, der Audi gefehlt hat. Und ich hoffe, 2027 kommt er zurück.